Ja, von meiner Seite aus auch ein ganz herzliches Willkommen. Mir persönlich ist das eine große Ehre und Freude, heute Abend das Gespräch mit Achille Mbembe zu führen. Ich bin eine große Bewunderin seiner Bücher, einige habe ich auch besprochen. Und vor 2 Wochen hatte ich das Vergnügen, ihn in Johannesburg zu besuchen, zu treffen an der Universität. Das Prozedere wurde eben schon kurz angedeutet von Herrn Keller. Ich werde eine ganz kurze Einführung geben auf Deutsch erstmal. Das wird Herr Slater, der uns hier unterstützend zur Seite steht, vielen Dank schon mal an Sie auch, übersetzen. Dann switche ich ins Englische, damit die Kommunikation zwischen Achille Mbembe und mir direkt stattfindet. Und meine Fragen und blockweise die Antworten von Achille Mbembe werden Ihnen dann ins Deutsche in geraffter Form von Herrn Slater auch dann übersetzt. Achille Mbembe, einer der wichtigsten Denker des Postkolonialismus, Stimme des heutigen schwarzen Afrikas. Allerdings lässt er sich nie festlegen auf Partikularinteressen. Er ist ein Fürsprecher des Universellen, aber auch ein scharfer Kritiker des neoliberalen Kapitalismus. Achille, Sie werden immer sowohl Philosoph genannt, aber auch Historiker. Als was sehen Sie sich eigentlich? Dominiert in Ihnen der Philosoph oder der Historiker? Look, so I'm a philosopher, more of a philosopher than an historian. Look, strictly speaking, I wouldn't say describe myself as a philosopher. I read a lot of philosophy, but I didn't study philosophy in the classical sense of the term. I studied history. Also bin ich Philosoph oder Historiker, also im strengen Sinn hätte ich mich nicht als Philosoph bezeichnen. Ich habe zwar viel Philosophie gelesen, ja, aber ich habe nicht Philosophie studiert, sondern Geschichte studiert. I think the best way to describe myself is as an artisan. I'm trying to use the intellectual resources available to us to explore a whole set of issues which seem to me to be urgent. Also ich würde mich am ehesten vielleicht als Handwerker bezeichnen. Ich versuche da intellektuelles Handwerkzeug zu benutzen, um eine ganze Reihe von Problemen zu untersuchen, die mir dringend erscheinen. In Deutschland wurden Sie bekannt mit Kritik der schwarzen Vernunft. 2014 ist das auf Deutsch erschienen, 2013 im Original. Für dieses Buch wurden Sie geehrt im gleichen Jahr mit dem Geschwister-Scholl-Preis. 2015 erschien auf Deutsch der Essay Ausgang aus der langen Nacht, 2010 im Original erschienen, in dem Sie unter Rekurs auf die eigene Lebensgeschichte, die Entwicklung des afrikanischen Kontinents noch einmal reflektieren seit der Entkolonialisierung. 2016 erschien Postcolony zur politischen Vorstellungskraft im gegenwärtigen Afrika. Und die jüngste Publikation, nochmal erschienen auch im Sukamp Verlag, ist Politik der Feindschaft. Wir werden über diese Bände sprechen, aber nicht in der Reihenfolge der deutschen Übersetzung, denn die deutsche Übersetzung folgt einer anderen Chronologie als eben die Originale, und die Originalchronologie hat eine inhärente Chronologie, und deswegen möchte ich dieser Publikationsgeschichte folgen. I will switch now into English. Maybe we start with the beginning, when everything started. 1957, you were born in Cameroon. The country was still under colonial rule. Some years later, it gained independence. So some years you were raised up under colonial rule, and the transition into independence happened. It's always a longer process than just in 1 year. In which way this fact
that you were born into a still colonialized country, in which way this shaped maybe already your experience, your thinking? Das war Frage. Fangen wir mit dem Anfang Ihres Lebens an. Sie sind 57 in Kamerun geboren. Das war damals noch eine Kolonie. Einige Jahre später hat es seine Unabhängigkeit erlangt, aber das ist immer ein längerer Prozess von der Kolonialzeit in die Unabhängigkeit. Wie hat sich dann Ihre Lebenserfahrung in diesem Zeitraum auf Sie ausgewirkt? I was born during the last years of French colonialism in Africa, in Cameroon in particular, and I grew up in an independent country. I grew up in Cameroon at a time when things were going rather well, I would say. At the end of every year, we were able to tell ourselves how many kilometers of new roads we have built, how many schools, how many health centers, how many, we could measure the progress being made. Ich bin ja in einer Kolonie geboren, aber aufgewachsen bin ich dann in einem unabhängigen Kamerun, das vorwärts zu gehen schien. Wir konnten jedes Jahr aufzählen, wie viele Kilometer neue Straßen wir gebaut haben, wie viele neue Kliniken gebaut worden sind und wie viele neue sonstige Einrichtungen errichtet worden sind. Wir konnten also deutlich sehen, es schien immer aufwärts zu gehen. So to some extent, this was a time of relative optimism. And this was also a time when people had the sense that they were building something new. And they were building something for themselves. In those years, we would send students to study in Europe, in Germany. In fact, in those years, Cameroonians didn't need a visa to come to Germany. They needed visas everywhere else except here. But that's an aside. So we would send people to study abroad, and very few of them wanted to remain in Europe. They all wanted to come back to build a country. Damals hatten wir also das Gefühl, dass wir unser Land aufbauen konnten. Und damals hat man Leute zum Studium in europäische Länder geschickt, unter anderem auch nach Deutschland. Übrigens so nebenbei gemerkt, damals brauchte man aus Kamerun kein Visum, um nach Deutschland einzureisen. Aber fast alle diese Leute, die in Europa studiert haben, sind dann auch tatsächlich nach Kamerun zurückgegangen, denn sie wollten ihr Land aufbauen, mithelfen, das Land aufzubauen. But then things changed later on, and since then a lot of our thought has shifted to the question, what went wrong and how can we fix it? Ja. Aber seitdem hat sich etliches geändert und seitdem denken wir eher darüber nach, was ist denn schiefgelaufen und wie können wir das irgendwie wieder in Ordnung bringen. How can we turn this colossal continent of Africa into its own force and its own center? Wie können wir dieses riesige Kontinent Afrika in ein eigenes Machtzentrum und ein eigenes Zentrum der Entwicklung verwandeln? So that has been my intellectual preoccupation for a long time. Das ist schon seit langem das, womit ich mich geistig beschäftige. I will come back to that immediately after two questions. You studied history and political science as well in Yaoundé as well as in Paris. So we have, and that we see also in your books, we have this African thinkers, African intellectuals, and we have the Western intellectual, the Western thinkers. We come across
Heidegger, we come across Carl Schmitt, we come across Michel Foucault, we come across Jacques Derrida, who's very important, I think, for you as a thinker. But it seems to me that most central are two thinkers, which I would like to label as African thinkers. This is Frantz Fanon and Edouard Glissant. Most of all, Frantz Fanon, who was the father of colonial thinking in the 20th century. So what does he mean to you, Frantz Fanon? Sie haben also Geschichte und Politik studiert in Europa, in Deutschland, Frankreich und man sieht, Sie haben sich mit auch eine ganze Reihe von europäischen Denkern und Philosophen beschäftigt, aber anscheinend waren für Sie am allerwichtigsten zwei, die ich als afrikanische Denker bezeichnen möchte und vor allem auch Frantz Fanon. Wie hat er Sie, wie hat sein Denken Sie beeinflusst? In fact, the most decisive intellectual influences came from the family I grew up into. The most intellectual influence has been my grandmother. My grandmother's name was Susanna. She was a very beautiful, let me just put it like that. She was very beautiful. And, yes. Also, tatsächlich war der größte intellektuelle Einfluss auf mich das meiner Familie und insbesondere meiner Großmutter. Sie hieß Susanne und sie war eine sehr schöne Frau. Every time I think about her, I just have a smile on my face. My grandmother had not gone to school. She was illiterate if you use the usual categories. Also jedes Mal, wenn ich an sie denke, muss ich lächeln. Meine Großmutter ist ja nie zur Schule gegangen. Sie ist nach unseren offiziellen Kategorien Analphabetin gewesen. But she had an amazing memory. She could remember everybody she saw, and she could remember everything she heard. Ihr Gedächtnis war hervorragend. Sie konnte sich an jeden erinnern, den sie je getroffen hatte. Sie konnte auch sich an alles erinnern, was sie gehört hatte. And she was also a very good Christian, if you want. Sie war auch eine sehr gute Christin, wenn man das so sagen darf. So she would very often ask me to sit down and read sections of the Bible for her in her own language. Also sie hat mich auch sehr oft gebeten, ihr aus der Bibel in ihrer eigenen Sprache vorzulesen. And then in the evening, because she was living with us and we were many children, around the fire at night she would bring us together and tell us stories and narratives about almost anything. Und abends, sie wohnte ja bei uns und es gab sehr viele Kinder, da hat sie die Kinder das Feuer gesammelt und hat ihnen Geschichten erzählt über alles Mögliche. And that is how I discovered that she had been a member of the nationalist movement in Cameroon that fought against French colonialism, and that in fact her own son had died during the struggle. She had been killed by the French army. Und so habe ich entdeckt, dass sie selber Teil der nationalen Befreiungsbewegung gewesen war und dass ihr Sohn von der französischen Armee im Befreiungskampf getötet worden war. And he had been killed exactly the same day and in the same place as a man called Ruben Unyoe, who was the leader
of the nationalist movement in Cameroon. Und er war am gleichen Tag und am gleichen Ort getötet worden wie ein Mann namens Ruben, der Anführer der nationalistischen Befreiungsbewegung in Kamerun war. And when I grew up in Cameroon, the memory of those struggles was anathema to the existing government. You were not authorized to refer to the name of those people or to that period, and it was all erased. Und als ich aufwuchs, war dieses Thema des Befreiungskampfes ein Tabu für die damals herrschende Regierung. Man durfte nicht einmal die Namen dieser Anführer der Befreiungsbewegung erwähnen. Und dieser ganze geschichtliche Zeitraum des Befreiungskampfes wurde aus der offiziellen Geschichte gelöscht. So before Fanon and Blisson and all the others at the origin, there is the Bible, and it's geography, it's mythology, and there's my grandmother, and there is this tragedy of people who sacrificed their life for freedom and were considered to be bandits. Also vor des Einflusses von Fanon und den ganzen anderen Gliederungen gab es also meine Großmutter und die Bibel und die Geografie und Geschichte in der Bibel und dann die Geschichte dieser Befreiungsbewegung und dieser Freiheitskämpfer, die als Banditen bezeichnet wurden. So it's a long explanation, but I thought we should set it straight. Also das ist eine lange Erklärung, aber ich wollte dann die Tatsachen klarstellen, wie es wirklich war. That's a wonderful answer. In the book Sortir de la grande nuit, Ausgang aus der langen Nacht, which was published 2010, indeed you come back to what you just mentioned, that there was this kind of optimism after generation who gained independence for the countries, and then they had to realize the optimism, it didn't work out as they had hoped. So in this book, on the one hand, you're looking back on your childhood, but you're also reflecting where's Africa after 50 years of decolonization. Now this is a very programmatic title, I would say, Sortir de la grande nuit. It's like it's an expression for a longing for what I would like to call longing for an African Renaissance. Is that what you hope for? What about this title? Dieses letzte Buch, das da veröffentlicht wurde, Ausgang aus der langen Nacht, da gehen Sie auch auf diese Sachen, die Sie uns eben erzählt haben, ein. Und wie man zuerst optimistisch in die Entwicklung sah und dann aber erkennen musste, dass es nicht so lief, wie man es sich erhofft hatte. Und Sie wie sehen Sie das jetzt? So as you say, the book was written as an attempt at assessing what half a century of freedom has meant for the continent. Also dieses Buch war ein Versuch, das zu bewerten, was dieses halbe Jahrhundert der Freiheit für unser Kontinent bedeutet hat. Because less than a century ago, the biggest part of humanity was living under the yoke of colonialism. That was 60 years ago, 60 or so years ago. The biggest important part of our humanity was living under colonialism. Denn
vor weniger als einem Jahrhundert, vor nicht viel mehr als 60 Jahren, lebte noch die große Mehrheit der Menschheit unter dem Joch des Kolonialismus. Also die meisten unserer gemeinsamen Menschheit lebten im Kolonialismus. And what is colonialism? Colonialism is a very primitive form of racial despotism. That's what it is. Was ist denn der Kolonialismus überhaupt? Das ist eine sehr primitive Form des rassistischen Despotismus und nichts anderes. So, the book was an attempt at making sense, therefore, of this act of decolonization, which was one of the most important historical moments in the history of the 20th century. Das Buch war also ein Versuch, da den Sinn darin zu erkennen, was aus diesem Vorgang der Entkolonialisierung vorgegangen war. Also ein Vorgang, der wohl der wichtigste Vorgang des 20. Jahrhunderts gewesen ist. When we are asked, okay, what were the main events of the 20th century? Of course, we can mention the two world wars. We can mention the fact that we sent human beings to the moon. But that list is incomplete if we do not add to it the liberation of millions of people from colonial oppression. Wenn man also fragt, was waren die wichtigsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts, dann können wir natürlich die 2 Weltkriege erwähnen. Wir können dann erwähnen, dass es der Menschheit gelungen ist, einen Menschen auf den Mond zu schicken. Aber dann fehlt etwas, wenn wir nicht auch erwähnen, dass Millionen von Menschen vom Kolonialismus befreit wurden. So this exit, this liberation of a huge part of the humanity from colonial domination, Frantz Fanon called it the exit from the dark night. Also dieser Ausgang, also einer großen Teil der Menschheit aus der kolonialistischen Unterdrückung, das hat Frantz Fanon als Ausgang aus der langen Nacht bezeichnet. So the title of the book is borrowed from Fanon. Also deswegen ist dieser Titel des Buches einen Satz von Frantz Fanon entnommen. In this book, at the end, you're also looking at the Africa of today, and you speak about the huge transformation Africa is undergoing these days, and it's quite an optimistic end, I felt while reading this book, because you're saying this Africa is a place of transit, it is a nomadic place in this positive sense of this word. It's a place of mixing and mingling of cultures, of ethnics. This new Africa, let's call it this new Africa, you name it a place of Afropolitanism. What is Afropolitanism? According to Achille Mbembe, because this term was used also by Haile Selassie from the literary side, but I think you developed it quite differently than Haile. In Ihrem Buch beim Lesen schien mir, dass Sie eine sehr positive Aussicht auf Afrika haben, dass Sie dann Afrika als ein Gebiet sehen, das im Übergang ist und auch ein Gebiet, wo sich vieles vereint und vermischt wird und Völker und Kulturen und so weiter. Und Sie sprechen davon, Sie nennen das Afropolitanismus. Diesen Ausdruck haben Sie, glaube ich, Haile Selassie übernommen, aber Sie benutzen das ja wohl in einem ganz anderen Sinne.
Was meinen Sie mit diesem Afripolitanismus? Okay, I think you are right to suggest that the continent is in the midst of structural transformation, which takes many different forms. Demographic, for instance, in the sense that by the end of this century, the continent will be populated by the biggest number of people on Earth. 1 person over 4 will be African by the end of this century. Also ich glaube, Sie haben recht, indem Sie dann das so auslegen, dass ich sehe, dass Afrika sich in einer großen strukturellen Umwandlung, Verwandlung befindet, dass viele Formen annimmt. Und ein wichtiger Aspekt ist, ist der demografische Aspekt. Ende dieses Jahrhunderts wird 1/4 der gesamten Menschheit Afrikaner sein. I mentioned this and I know that some people panic when they hear it. They shouldn't panic. It's just that this is a fact that demographic revolution is going on and it will have a global impact for sure. Also ich weiß, dass manche Leute in Panik geraten, wenn sie das hören, aber sie sollten keine Angst haben. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass unser Haus in 20 Minuten schließt. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Besuch und freuen uns. I thought they were panicking. Also er hat schon gemeint, da wären Panik in der Stadt, weil jetzt viele Afrikaner wären. Let's not talk about demography anymore. Also das Thema Demografie zur Seite, ja. Okay, and I hope the second reason will not set anybody into a state of panic. The continent is the last frontier of capitalism. After China, it's Africa's turn. Und ich hoffe, dass auch der zweite Grund kein Grund zur Panik sein wird. Denn Afrika ist die letzte Grenze für den Kapitalismus. Nach China ist jetzt Afrika dran. Then, in terms of the ecological future of our planet, it depends to a large extent on what is happening in the continent. Und auch die ökologische Zukunft unseres Planeten hängt zu einem großen Teil davon ab, was auf diesem Kontinent passiert. So if you want me to be a bit extravagant, one can argue that in fact the future of our planet will be played out in the African continent. Wenn man da ein bisschen übertreiben möchte, könnte man sagen, dass die Zukunft unseres Planeten sich in Afrika entscheiden wird. So Afropolitanism is a term that suggests that we can no longer interpret the continent through a narrow framework. We have to interpret Africa within a planetary framework. Der Begriff Afropolitanismus will also aussagen, dass man ja Afrika nicht mehr in dem engen Rahmen des Kontinents selber nur interpretieren kann, sondern man das in einem gesamtglobalen Kontext
untersuchen und interpretieren muss. It's not as Hegel believed. It's not some world out there that has no history. It is the place where the future of our planet will be decided. That's what I mean by Afropolitanism. Es ist also nicht wie Hegel geglaubt hat, irgend so eine Welt da draußen in der Welt ist, sondern es ist der Ort, wo die Zukunft unseres Planeten sich entscheiden wird. Das will ich mit Afropolitanismus sagen. Anyway, I would say in general what is so fascinating, really fascinating about your books, for me personally, is that they really ask us all the time to leave or come, to go beyond these kind of narrow slots through which we were used to look at Africa. So they always build a bridge between Africa and the Western world, Europe, let's say. In a way you say, if we have to rethink Africa, and if we do so, we also have at the same minute to rethink the Western world. This is a trace you follow, especially, I would say, in a book which made you famous and well known in the Western world, which is Kritik der schwarzen Vernunft, Kritik de la raison nègre. And now this is I found it quite interesting, and I think it touches the focus, the center of it, because la raison nègre is something else than the black reason. So what is this raison nègre, the black reason we have to rethink about? And why do we have to rethink about la raison nègre, and I underline nègre? Das hat mich ja an Ihren ganzen Büchern fasziniert. Immer diese Darstellung, dass wir nicht mehr Afrika in dem engen Rahmen Afrika selber denken und darüber reden dürfen, sondern wir das immer in einem Zusammenhang auch mit Europa betrachten müssen, und dass wir, wenn wir anders über Afrika denken, dass dadurch auch anders über Europa und über der ganzen westlichen Welt denken müssen. Und das findet sich besonders, glaube ich, in Ihrem Buch Kritik der schwarzen Vernunft, der Raison nègre. Und jetzt wollte ich von Ihnen wissen, was Sie da genau darunter verstehen, diese schwarze Vernunft, diese Raison nègre. Okay. As you must have intimated, my German is almost non-existent, so I'm not sure how the book was translated in German, but I have been told that in the German translation, the term nègre has been politely avoided. Also meine Deutschkenntnisse sind sehr minimal. Mir wurde aber gesagt, dass in der deutschen Übersetzung des Buches man sehr höflich den Ausdruck nègre vermieden hat. Okay, but that's not my business. So das geht nicht im Prinzip nicht das sollten die Deutschen unter sich ausmachen. But the title in French is Critique de la raison nègre. And the term nègre in French carries many different meanings, and therefore one can play with it to some extent. Ja. Der Titel des Originals heißt ja auf Französisch Critique de la raison nègre. Nur hat das Wort nègre im Französischen eine ganze Reihe von Bedeutungen. Man kann also damit spielen, mit den verschiedenen Konnotationen. Because nègre in French is not
the same thing as noir. Denn Negre bedeutet nicht das gleiche im Französischen wie noir, schwarz. If you see the point is that the term nègre carries a scandalous dimension. Is the power of a scandal is carried through that term. The term is almost blasphematory, if you want. And I really liked these two potentialities embedded in the term, the scandal and the blasphematory dimension. Blasphemous of desacralizing what is sacred. Ja, okay. Ich habe damit sense of profanation. gespielt, weil Neger im Französischen, da gibt es einerseits eine skandalträchtige Bedeutung und andererseits bedeutet das auch eine Art von Profanierung von schwarzen Menschen. Don't you like? I like those two elements of scandal and profanation. Also mir gefallen diese zwei Elemente, einerseits des Skandals und andererseits der Profanierung, So profanation, der Entweihung. Scandal in the sense that nègre refers to what is both human and what pertains at the same time to the object. Der skandalöse Aspekt ist, dass mit Negre einerseits Menschen angesprochen werden und andererseits werden sie damit verdinglicht. Scandal in the sense that human beings could be turned into commodities, bought and sold in a marketplace. Der Skandal besteht darin, natürlich, dass Menschen zu Waren gemacht werden konnten, die man auf dem Markt kauft und verkauft. And profanation in the sense that this act was perpetrated in the name of pure reason. Pure reason, which is a term taken from Kant. Und die Profanierung besteht darin, dass dieser Vorgang im Namen der reinen Vernunft begangen wurde. So that's the concept of raison d'être, because finally raison doesn't have a color, really. Reason doesn't have a color. It's neither pure, it's no blue or red. Das war also der eigentliche Gedanke hinter diesem Raison d'être. Denn also die Vernunft hat natürlich keine Farbe. Die Vernunft ist weder rein, noch rot, noch blau, noch schwarz. So in that sense, I mean, look, I really had a lot of fun messing up with because when you write a book, you have to find some joy in writing it. So mine was you mess up with Kant and then you see what happens. Ja. Also ich habe damit gespielt und dabei viel Spaß gehabt. Wenn man ein Buch schreibt, muss man einen gewissen Spaß dabei haben. Und mein Spaß war dabei, also mit Kant zu spielen und zu sehen, was dabei rauskommt. And you also mess up with race. You mess up with everything you can mess up with. And then you clear up the space for a new imagination. That's the project of the book. Und man macht sich dann über Rasse her und über alles Mögliche her und macht da einen gewissen Platz frei und sieht, was man da machen kann in diesem frei geschaufelten Platz. Das war also das, was ich mit dem Buch machen wollte. It's not only scandal and profanation. I would say this book is also a provocation.
which we need. I didn't want to go there, but since you say it, I cleared ground. I was hoping that you would see it. Mir schien das Buch war nicht nur, ging es nicht nur um Skandal und Profanierung, sondern auch um die Provokation. Ja, also das wollte ich zwar nicht erwähnen, aber da Sie es gesagt haben. Because the central saying of this book is that slavery and racism are not, let's say, sidelines of Western history, but they're like the constitutive moment of what we call modernity, of what we call globalism, global capitalism, which we have today. So, what about this kind of timeline you are drawing in this book? Die zentrale Aussage des Buches scheint mir wahr, dass Sklaverei und Rassismus keine Nebenerscheinungen sind von dem, was wir die Moderne nennen, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil. Wie ist es also mit diesem Zeitverlauf, den Sie in Ihrem Buch da ansprechen? So it's a timeline I would characterize as planetary, as opposed to a different kind of timeline that would be really local. Das ist also ein Zeitverlauf, den ich als global bezeichnen würde, im Gegensatz zu irgendeinem Zeitverlauf, der auf eine bestimmte Gegend beschränkt ist. Because one of the main features of modern times or modernity is that it institutes an entirely new time that is no longer a local time, that is a planetary time. Denn einer der wesentlichen Aspekte von dem, was wir die Moderne nennen, ist, dass sie eine globale Zeit einführt und die nicht mehr irgendwie lokal begrenzt ist. There is no modernity that is local. I don't believe that. Modernity is, by definition, a process that puts together, brings together into collision and into collusions different fragments of our world, different histories of our world. Denn eine lokale Moderne gibt es meines Erachtens nicht. Es gibt nur eine globale Moderne. Die Moderne ist definitionsmäßig ein Vorgang, der verschiedene regionale Aspekte zusammenführt und in Konflikt miteinander bringt und in Zusammenarbeit miteinander bringt. Es gibt also nur eine globale Moderne. So when we look at modernity from that perspective, we realize that it was closely associated with the emergence of capitalism, and capitalism itself would not have been possible without the turning of black people into commodities. Wenn wir das also so ansehen, dann erkennen wir auch, dass die Moderne auch nur mit dem Kapitalismus zusammen entstehen kann und ein ganz wesentlicher, unbedingt notwendiger Bestandteil des globalen Kapitalismus war, dass schwarze Menschen zu Waren gemacht wurden. So a critique of capitalism is, by definition, a critique of race. Eine Kritik des Kapitalismus ist daher definitionsgemäß auch
eine Kritik der Rasse. Because at the origin of capitalism, there is this deep entanglement with the racial. Denn am Ursprung des Kapitalismus steht diese ganz tiefe Vermengung mit dem rassistischen. So if you want to now stop there, one of the historical functions of capitalism is to manufacture races. Eine der historischen Funktionen des Kapitalismus war es also, Rassen zu erschaffen. And races were found in capitalism, so it's very tightly knot into each other. Yeah. Müssen wir nicht übersetzen. At one point, you say that capitalism is a kind of necropolis. So it's built up on the bones of people. Just like the Western museums. But, An einer Stelle sagen Sie, dass der Kapitalismus auch ein Beinhaus sei. Und er antwortet, ja, so wie auch westliche Museen. That's not simply metaphorical, huh? Well, no, I'm serious. It's not just a metaphor. Das ist aber nicht einfach eine Metapher, ich meine das ganz ernst. For instance, the Atlantic Ocean, over the 4 centuries of the slave trade, witnessed the death and throwing overboard the ships of hundreds and thousands of black human bodies. The Atlantic Ocean, from the perspective of African history, of the history of capitalism, is a huge cemetery. Zum Beispiel die Atlantik im Verlauf der 4 Jahrhunderte des Sklavenhandels hat erlebt, dass Hunderte und Tausende von Afrikanern auf den Schiffen gestorben sind und ihre Leichen über Bord geworfen wurden. Der Atlantik ist also ein Friedhof dieser Sklaven. So part of, when we say capitalism is a huge necropolis, what we mean by that is the fact that this economic system's specialization is to traffic in the death of all kinds of people, to turn death into profit. Wenn wir also sagen, der Kapitalismus sei ein Beinhaus, dann wollen wir damit sagen, dass es die Spezialität des Kapitalismus gewesen ist, den Tod in Gewinn zu verwandeln, den Tod dieser Menschen in Gewinn zu verwandeln. That's partly what Marx was writing about. Das war ja auch ein Teil wovon ja Marx geschrieben hat. Just said that modernity, by definition, is a process that brings into collision different cultures, different ethnics, so the collision of different times, who mingles then in one global time. What I find amazing in your books is that at no point you ever asked or developed something what could call it, let's say, African identity. You always say, this is not my cup of tea. Instead, what is very central, I feel, to your work is the question, how can we live and how can we think diversity? How can we live and think the fact that we are different but yet living in one world, which is also what Clisson was developing, the all world with one world.
Ja, ich finde das interessant. In Ihren Büchern beschäftigen Sie sich nie mit der Frage einer afrikanischen Identität. Also ich habe das Gefühl, das ist gar nicht Ihr Bier, sondern Sie sprechen immer davon, wie man diese eine Welt entwickeln kann und die Kultur, die aus der Kollision verschiedener Kulturen entsteht. Yes, it's true. I'm totally allergic to these things on identity, and I confess that is the case. Also ich gebe gerne zu, also mit dieser ganzen Identitätssache habe ich überhaupt nichts am Hut. So I will try to relax and get carried away to answer your question. Also ich möchte mich da also ein bisschen entspannen und versuchen, Ihre Frage doch sinnvoll zu beantworten. I'll tell you something. The first time I arrived in South Africa was, as we know, until very recently, a racist state where it was illegal to not be a racist. Ich bin ja in Südafrika angekommen und wie Sie alle wissen, war Südafrika bis vor kurzem ein rassistischer Staat, wo es gar gesetzwidrig war, kein Rassist zu sein. So they did manage to try to stop it, and they became a democracy. And when I first got there in the late 90s, the big slogan was, let's celebrate our diversity. Man hat dann versucht, das zu überwinden und eine Demokratie geschaffen. Als ich dann in den späten 90er Jahren da angekommen bin, war der große Wahlspruch überall, feiern wir unsere Unterschiedlichkeit. Which meant, let's celebrate the fact that we are different from each other. Das hieß also, feiern wir die Tatsache, dass wir unterschiedlich sind, dass wir einer von den anderen sich unterscheidet. But the political system they have just overthrown was precisely based on the celebration of differences. Aber dieses politische System, das sie gerade umgestürzt hatte, beruhte doch genau darauf, So why should die Unterschiede zu feiern. Why should we be celebrating our differences if not so long ago, we overthrew the system that was based on the institutionalization of differences? Wenn wir also erst vor kurzem ein System gestürzt haben, das auf die Institutionalisierung dieser Unterschiede beruhte, warum sollten wir dann die Unterschiede feiern? So the problem is that difference is too easy. What is really the issue is whether or not we have anything in common. Also das mit den Unterschieden, das ist zu einfach. Was die wirkliche Frage ist doch, was haben wir vielleicht gemeinsam? It is whether or not we owe anything to each other. Die Frage ist, ob wir einander etwas schulden. And if we owe anything to each other, what is that thing grounded upon? Und wenn wir einander etwas schulden, worauf beruht sich das denn? I think that is a much more serious question than the question of identity and difference. Das scheint mir eine sehr viel ernstere Frage zu sein als die Frage nach Identität und Unterschied. Because people love it when you speak of differences. Differences have to do with separation. Also den Leuten gefällt es ja, wenn man von Unterschieden spricht. Unterschiede haben ja mit Trennung zu tun. They begin to get edgy when you begin to talk in terms of commonalities. Aber wenn man davon zu sprechen beginnt, was man da vielleicht gemeinsam hat, dann werden die Leute nervös. So that's why for me, the political edge, the political urgent matter
in a planetary world we live in is that of entanglement. It's not that of separation. Separation, we build a wall, we create laws, we exclude others. It's too easy. Für mich ist also die kritischste Frage ist ja nicht diese Trennung, sondern die Vermengung miteinander, also die Trennung, die baut Gesetze auf, die baut Mauern auf, die betont die Unterschiede, das ist zu einfach. But the tragedy is we are living in times where we have a very weird comeback of walls, of separation, of the desire, let's even say, I would even say, you put it like that, the desire for an enemy, an absolute enemy. This is the latest book about Politik der Feindschaft. It's a book very much about our present times, very much thinking about the Western world, that's how I read it. And the central question is, how could we come to the fact that again, in politics, democracies, or even democracies do politics with a sword, that the love, the idea of an enemy which we want to extinct. What is this world we are living in? Aber in der Gegenwart erfahren wir doch, dass da es wieder überall eine Suche nach dem Feind geht und sogar Suche nach Krieg und dass Politiker scheinen mir überall auch Feinde aufbauen wollen. Wie ist das denn gekommen, das, was Sie in Ihrem neuesten Buch die Herstellung eines absoluten Feindes nennen? Wie kommt das, dass so etwas passiert? It's a complex question, and it's not simply a matter of sentiments or passions. It's not just that we happen to hate people. Das ist ja eine komplizierte Frage und es ist nicht bloß eine Sache von Gefühlen und Beweggründen oder dass wir aus irgendwelchen Gründen irgendjemanden hassen. I think that all the studies that have been done recently have shown that the levels of inequality in our world have grown to a point we have never seen in the entire history of humanity. Die ganzen neuerlichen Studien zeigen doch, dass das Niveau der Ungleichheit in Gesellschaften so gestiegen ist auf ein Niveau, das es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. What does this mean? This means that, in fact, in relation to life chances, we are witnessing a division within the human species, a division between those whose life matters and those whose life doesn't matter. Was heißt das denn? Das heißt, dass wir in der Menschheit eine Trennung erleben zwischen denen, deren Lebenschancen zählen und denen, deren Leben nichts zählt. And we are witnessing a new partition of the world that aims at making sure that these two very different forms of life do not mix. Und wir erleben eine neue Aufteilung der Welt, die sicherstellen soll, dass diese zwei ganz unterschiedliche Lebensarten sich nicht vermischen, nicht zusammenkommen. So enmity has to do is a biopolitical problem. Feindschaft ist also ein biopolitisches Problem.
That is part of what the book aims at showing. Das ist eine der Sachen, die ich mit diesem Buch zeigen wollte. And I could give you countless examples precisely of those kinds of lives that do not matter and those that matter, and how those that do not matter are left uninsured and those that matter are secured. Ich könnte ja zahllose Beispiele anführen davon, von Leuten, deren Leben nichts zählt und nichts bedeutet, und von Leuten, deren Leben zählt und was bedeutet, und was dann sicherstellt, dass die Leute, deren Leben etwas zählt, ihre Lebensweise gesichert wird und die andere auch. So let me finish there. It's not really a matter of, as I was saying, of hate. It's a matter of what is it that we do with those lives we think that do not matter. And yet they happen to be in our midst. They happen to populate our world. What do we do with them? Es ist also nicht eine Frage des Hasses, sondern es ist dann eine Frage davon, was machen wir mit diesen Menschen, deren Leben nichts zählt, die aber unter uns leben. Was machen wir da mit ihnen? Wie werden wir mit ihnen fertig? Which also means that kind of thinking, these lives matters, these lives do not matters, which comes from the slave trade time, from racial thinking. This kind of thinking haunts us like a ghost. Das bedeutet doch auch, dass diese Denkweise, dass es gewisse Leben gibt, die was sehen, und andere Leben gibt, die nichts sehen, die entstammt doch der Sklaverei. Und das heißt ja, dass Sklaverei wie ein Geist noch bei uns umgeht. See, there are 2 or 3 figures of those, that biopolitical division of the world today. One is, for instance, Gaza. Es gibt ja 2, 3 eklatante Beispiele dieser biopolitischen Trennung der Welt heute. Ein Beispiel ist der Gazastreifen. I mean, you must have seen in the news what's going on in Gaza. Sie haben ja in den Nachrichten gesehen, was zurzeit in Gaza passiert. A zone of abandonment. Total abandonment. We don't really care. Eine Zone von Menschen, die völlig aufgegeben werden, und es juckt uns nicht. So you have Gaza, you have on the other hand what's going on in the United States of America with the event of mass incarceration of black people. Und ein anderes Beispiel ist das, was in den Vereinigten Staaten vor sich geht, die massenweise Inhaftierung von Schwarzen. So what do you do with them? You put them in jail. Was macht man mit denen? Wie wird man mit denen fertig? Man steckt sie in den Knast. You restrict their movements, and because basically they are superfluous. Denn die sind ja im Grunde genommen überflüssig. Also muss man sie irgendwie loswerden. Or the third figure, which is that of the refugee. Das dritte, das dritte Beispiel dieser Denkweise ist, I'm not talking about the economic migrant, I'm talking of the refugee
The refugee is that human being who is running away from a deadly danger. Ich rede hier nicht von Leuten, die aus wirtschaftlichen Gründen irgendwo einwandern, sondern von Flüchtlingen, Leute, die von einer tödlichen Gefahr fortlaufen. Whether human-made, a danger that has been manufactured, which is the result of human actions, internal or external, or natural disasters. So someone who is running away from the possibility of death. Ob der von einer tödlichen Gefahr fortläuft, die von Menschen geschaffen wurde, irgendwie direkt oder indirekt, oder von einer Naturkatastrophe fortläuft. Also ein Mensch, der von einer tödlichen Gefahr flieht. And who is knocking at the door of another fellow human. Und der klopft an der Tür eines Mitmenschen. In the name of a basic commonality. Im Namen einer grundlegenden Gemeinsamkeit. So those three figures seem to me to epitomize, therefore, the current biopolitical division of our world between those lives that do matter and those that can be left into a sort of abandonment or willfully exposed to death. Diese drei Beispiele scheinen mir diese biopolitische zu versinnbildlichen, also diejenigen, deren Leben etwas zählt und diejenigen, deren Leben nichts zählt und die man sich selbst überlassen kann oder auch gar dem Tod überlassen kann. Last question on behalf of my side, and I would open up to the audience. Again and again, we come across one term in your books, and I find it a very moving term, which is, I don't even think that the English translation is really captures it, is in French the sollicitude, Fürsorge, in Deutsch Fürsorge. If you, having in mind what you just said with this kind of biopolitic prejudice, this measuring of people, it seems to me like a very utopian thought. Etwa ein Ausdruck, der mich in Ihren ganzen Büchern sehr bewegt hat, ist der Ausdruck der Fürsorge. Wenn man jetzt in Betracht zieht, was Sie gerade über diese ganzen Tragödien erzählt haben, scheint mir das doch in gewissem Sinne sehr utopisch zu sein, diese Vorstellung der Fürsorge. I'm all in favor of utopia. Also ich bin sehr für die Utopie. Especially in a time of dystopia. Und insbesondere, wenn wir in einem Zeitalter der Dystopie leben. I think that a world without utopia would be really, it would be quite boring, to say the least. Eine Welt ohne Utopie wäre sehr, sehr langweilig, um nicht mehr dazu zu sagen. You see, what strikes me the most is the contrast in this epoch of ours between, on the one hand, une politique de puissance. I don't know what the term would be in English. Power politics. Sheer power politics. Yeah. Une politique de puissance, power for the sake of power. And on the other hand, a basic recognition of what is common to all of us, which is our intrinsic vulnerability. That to be human is to be vulnerable. Mir fällt da
sehr auf, was wir gerade als einen schlimmen Gegensatz erleben. Einerseits erleben wir da die nackte Machtpolitik und andererseits aber die Anerkennung einer Eigenschaft, die wir alle teilen, nämlich unsere Verletzbarkeit. Dass wir diese Verletzbarkeit alle miteinander teilen. So what strikes me is therefore the fact that reading history from our side, when we read the history of modernity from that other side, what is striking is the fragility of life and how easily it can be spent or destroyed. Was uns dann auffällt, ist, wenn wir von der anderen Seite her die Geschichte der Moderne lesen, fällt uns auf, wie verletzlich das menschliche Leben ist, wie leicht es zerstört werden kann. Or taken away, like in the US, where almost every week, every 2 weeks, a policeman has to kill a black man without any apparent reason. Oder zum Beispiel, wie es in den USA läuft, dass alle Wochen wieder ein Polizist muss einen Schwarzen erschießen, ohne klaren, ersichtlichen Grund. So what strikes me is the labor people have to put into preserving a bit of a life that is constantly exposed to corrosion. Was mir da the risk of being destroyed. Wie sehr die Menschen sich anstrengen müssen, um nur ein kleines Stück Leben zu sichern, das ständig davon bedroht wird, beschädigt oder zerstört zu werden. So in that sense, a politics of solicitude and a politics the aim of which is to repair constantly what has been broken, what has been taken away, seems to be the only path towards reanimating the project of the human in this age of ours. Mir erscheint deswegen eine fürsorgliche Politik, die darauf ausgeht, das, was beschädigt worden ist, wieder zu heilen, die einzige Möglichkeit, um das Menschheitsprojekt in unserem Zeitalter wieder zu retten und wieder in Gang zu bringen. And it seems to me that moral injunction and moral claim, we have to keep putting it to power. Und mir scheint also, dass wir diesen moralischen Anspruch immer wieder der Macht vorhalten müssen. Vielen Dank erstmal. Thank you very much, Achille. Gibt es Fragen aus dem